dir, näher, mein Gott, zu dir, näher, mein Gott, zu dir, näher, zu dir. Geht auch die schmale Bahn aufwärts Gaststein, führt sie doch Himmelan zu unserem Heil. Engel so licht und schön winken aus selgen Höhen, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Und wenn auf Flügeln einst aufschwebt mein Geist, weit übers Sternenmeer heimatwärts reist, dann bleibt das Fürste mir, näher, mein Gott, zu dir, näher, mein Gott, zu dir, näher, zu dir. Ich entschuldige mich, ich kann euch für jeden der Arschers zu sagen, aber wir wollen für das nächste Leute, was wir dort abverheben. Als nächstes haben wir spanische Leute, und so ganz interessant werden, wie aus mennonitische Kjoakj haben, meistens gesagt, ein Verdeel, was viele vielleicht nicht haben. Ich habe mal einmal beobachtet, die meisten von den Mennoniten Kjoakj, wir singen Leute in unserer Kjoakj auf mehrere Sprachen. Wir singen Hochdeutsch, Plattdeutsch, Englisch, Spanisch, so, weil wir utnutzen. Wir kennen, die meisten von uns, wir kennen diese Sprachen alle, also wir können mit vielen Menschen Gemeinschaft haben, wir können das Wort auf viele Städten utteilen, wir können auf viele Städten in Licht sein. Auf viel mehr Städten vielleicht aus gewisse Menschen, die diese Sprache gelernt haben, nicht? So, als nächstes das spanische Leute sagen, Señor, me has mirado, und du darfst dann auch das abverheben, und weil wir ehrlich sind, geben, und was immer Gott hier in Hotline hat, weil wir das geben. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo hay redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio
que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. De Sänger schrift haf zien, schap haf hem zond geloten, nu wil hij met God opgaan en niet het woord zien, niet meer zien. Dan denk ik aan Jezus. Jezus Gott zien sehen. Er sagt, was er umgorden werden, am das so schwer wird, dass er wirst du ziehen Stündchen, sagt er, kost dir das Köpfel nicht von mir nehmen. Und er sagt, sagt er, aber nicht mein Will, dein Will. So, anstatt, das haben wir uns so krass zu tragen gedacht, oder uns so möglich ist, und so vielleicht mal reichen so von abgebaut, das ist aber ganz, ganz gemütlich, das haben wir uns schmackeirig, das wie wollen. Aber dort mal zur Zeit zu legen, das mal ganz zur Zeit legen, das der Sänger, das Sänger hier schrift, dort zur Zeit legen. Er ladet du am Sohn und er jäht mit Gott. Er sticht auf Gott sein Boden ab. Das ist nicht einmal leicht, aber wenn wir uns als Briefen in seines wir sind dort zu tun. Nach der letzten Leute hier für die Botschaft, die Leute, wo ich auch stehe. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf. Und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als Vater Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf.
Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Singen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Vater, vi danken dir, dass du uns läufst, kreiden und wo soll du uns kennst. Du kennst uns ganz, du siehst unsere Fehler. Du siehst, wo wir uns verstoppen, Vater, aber deine Leib, die hier einmal ab für uns. Du danken wir dir ganz, ganz von Herzen. Mach wie die Möglichkeit haben, das wirklich ganz anzunehmen, das ganz zu erkennen, das ganz zu sein, Vater, wie diese Leute auch können wiedergeben, Vater. Ich bitte mich auch ganz besonders für Henry, wenn er dort im Büro ist, er die Botschaft bringt, er muss am durchsegnen, am Salben, und dort er möchte Drache rüberbringen, ganz besonders auch für Hermi, er für uns von der aus, und in der Botschaft bringen, muss sie mit am sein, macht den Jes am Läden, in Wiesen, wohnen wieder, und wohnen wieder uns, Hort zu leihen. Das beten wir in die Namen. Amen. Goedemorgen alle. Ik freue mich von dir aus morgens vader te zijn en met jullie Gott zijn woord met te delen. Aber voor ik dan go, ik mag je een kleine bemerking krijgen aan een Jugendkampament dat we willen gaan. Zoals je zei, hast von der als der letzte dag zum du abzeigen für den Belgierpreis en dan nu der wat directeren zijn. En op het tool dat darf niet dan dat von der moet zijn. De 24. Dus deze maand dan erst der letzte dag wo je dat kan. Aber dann soll es betont sein, so wirst jeder weiten, wenn du von dir hier bist, nicht euer Fläche was bist, oder hast einen Freund, wo die weißt, wo du mit Wahlen kommen, die hast das Geld nicht mit, die können wir ihnen abzahlen von dir für den Preis, wo der billig ist. Und dann bloß sagen wir, dass jeder bei dem 24. wo dann haben, gebracht, zum Betonen, wir ihn auch mit Ankassen zu tun, für wir fahren, kriegst du das Eten reinmerken und so wieder, so Bettschein, dat is dat doen, want du zelfs hier bist und willst wollen fahren, send die ab und du hast bei dem 24. noch die Betrug oder einen Freund hast, wo du kannst anladen, voll die Friede, die wen ab zu sein und du darfst nicht das unbedingt von dir betulen, die soll bis dem 24. für sich dann betult sein. So, das ist eine Bemerkung, die ich durchhaut. Und von der war wir in zwei Botschaften, wo wir von der einen anfangen, aber zwei Botschaften über Gebet. So nächsten Sonntag, auch das Sonntag. Und wenn ich an Jebät denke, dann geht ein verschiedene Gedanken ins Mal durch den Kopf. Und dort, wenn wir beten, wenn wir wirklich wollen, kraftvoll sein und beten, dann müssen wir den Helden Jesus in uns haben. Weil der Held Jesus als der Vermittler zwischen uns und Gott. Und ich dachte an die Geschichte, die wir von dir in der Sinnerschule hatten, kriegen über Paulus, wenn er reisen geht, dann will er in der einen stehen, aber der Held Jesus sieht, er soll nicht. Dann will er in der anderen stehen, der Held Jesus sieht, war er soll nicht. Dort wird immer wahrer ein Gebet, wo er ein Gebet gehen, da zu Gott und früh Gott Leitung, Führung, er teilt Gott seine Geduld mit, sein Verlangen mit, dass er wird gehen zu gehen, aber Gott, der ist ein Held Jesus, wir wollen dann auch gucken, wo der Taub schaffen tun, aber dann wartet er an, dass er nicht soll durchgehen. Und das passiert alle an dem, dass er ein Gebet gehen wird. Und dann auf einmal hat er eine Vision, dass er soll hier hingehen. Und ich glaube, all diese Dinge passieren an dem, dass er eine enge Gemeinschaft wird mit Gott in ein Gebet. Und eine andere Person, die ich überdenke, ist Philippus. Als er wieder an der Gott steht, er predigt durch die Umgebung, wo er wird, er hat sozusagen eine gute Mission. Und ich glaube, er hat eine sehr enge Gemeinschaft mit Gott. Durch den Helden Jesus, an dem, dass er beten wird, an dem, dass
mit Gott in Gemeinschaft wird. Und Gott sagt, du hast ein Mann dazu und ich will haben, du sollst durchgehen und den das Evangelium bringen. Aber all diese Dinge, die verbunden haben, dort ein Gebet wird mit Gott in eine enge Gemeinschaft, mit seinem Geist und mit Gott seinem Geist, da war ich in der Verbindnis. Und du hast mir das Thema gesagt, dass Gebet Poat 1 und 2 war das sein, aber beide Themen verbet sind ja was sein, der Geist zwischen Mensch und Gott. Willst du dort, dann ist eigentlich ans Gebet nutzlos. Du hast ein Gebet, was wir so beten, wenn wir noch nicht Gottes Kinder sind. Und dort ist das Gebet von Buße zu der Bekehrung. Luther sind dort, so wie eigentlich, dann haben wir den Geist und so wie eigentlich eine Gemeinschaft sind und so wie eigentlich eine enge Verbindung mit Gott stehen. Und uns Geist und Gott sein Geist, die wollen taub schaffen und die wollen eine Gemeinschaft haben. Weil so, dass Gott das geplant hat, von fern an, er will Gemeinschaft haben. Aber wenn es sind, uns getraut haben mit Gott, dass Gott, wir in dieser verdorbenen Welt sind, dann sagt Jesus, ich will ein Tröster schenken, was der Heilige Geist ist. Und dort ist auch da, was in unsere Schwachheit, wo wir von der Band sind, mit Gott sein Geist zu sein und Gott bringt das, und dort kann Gott und angenehm das Gebet sein, so zu sein. Dort für Gott kann angenehm sein. Aber wir wollen uns von der freien Dinge bekehren, wo wir als Menschen vielmal gehindert wurden in unserem Gebet, dort wir nicht eine Antwort dafür kriegen, aber dort Gott du nicht kann wirklich einen Gefallen anhaben. Eigentlich erst, wo wir fertig und denken, oder wo ich viel mal denken, da wo viele Menschen sind, als sie beten, nur wirklich, wenn sie in Not sind. Wenn ihre Bedürfnisse sind. Dann auf einmal, dann kommt es wirklich im Hort. Dann auf einmal, dann kommt es von der an, von der Person. Ich las eine Geschichte von einem Planflieger und ich dachte, das wird ein gutes Beispiel, um hier vielleicht bringen. Er hat vielleicht mit seinem Plan und er ist noch weit auf. Ich glaube, der Schreiber schreibt ungefähr 300 Kilometer auf. Und er vielleicht 1 Kilometer hoch noch. Aber einmal dann raubt er den Tore der Kontrolle. Also die Airport haben meist einmal den Turm durch, wo die Menschen band sind, und die dann Direktion ist, und Route geben durch die Flieger, was sie sollen tun. Aber dann auf einmal raubt er an und dann sagt er, hey, was soll ich tun, wenn ich dann so und so weit auf von der Airport, wo ich mich will sagen, und ich bin 1 Kilometer hoch und meine Gas ist alle. Und er plant das Buße wieder rauf. Der Antwort, was er aus den Tore kriegt, ist ans Futter an den Himmel. So, der Rut, was sie fahren haben, wird nur noch zu beten. Und ich glaube, das wird mit uns ist. Wenn wir wirklich an dem Problem sind, wenn wir wirklich sagen, das haben wir keinen Weg von uns selbst noch wiederzubringen, dann auf einmal, dann werden wir noch bei du kommen sein, ans Futter an den Himmel. Und dann fangen wir an zu beten, wenn dann sind wir an Not. Das Flieger, er wird auf einmal an eine Notbahn. Und er braucht Haupt, wenn er weiß nicht mehr, wohin. Du siehst die Stine, wo er haben will, wo er niemand bei dir kommt. Wenn er hat keine Kraft, der Gast wird alle, er kann nicht wieder fliehen. Und viele Menschen denken eigentlich, nur das ist über Gebet. Bloß wenn ihr wirklich in Trouble sind, dann auf einmal wollen sie noch beten. Viele Menschen, das folgt sich meistens, sie kicken und Gott so an, als ein Gott ist, wo der bloß reut ist, wenn du erst Not ist, bloß reut ist, wenn die Bedürfnisse sind, bloß dann wollen sie am Brücken, oder dort bloß dann, der hat antworten, oder bloß dann, wir mal wirklich deep an Gebet gehen und mal unsere Bedürfnisse mitteilen und mal von reden, wo wir uns feiern tun. Ein anderes Ding, wo ich überdenken darf, wie viel von uns, wenn wir irgendwo in ein geraudes Gebiet sind, und der Alarm von 4 ging an, und das Gebiet, vielleicht kriegt eine Stufe, wo die Bahn ist, als 4, wie viel von uns würden am Stall sitzen bleiben und warten, bis alles um 4 wird? Wir würden, die haben die Mess alle dort Glas tun, durch die Schlauchbahn und durch ein kleines Zahnbeet zieht, bloß, wenn dort eine Not ist, sozusagen. Bloß für Emergency. Na, wir würden sitzen und checken den Schlauch an, bis alles um 4 wird, weil wir ganz eng werden, dann würden wir noch schwinde Hand ran und Kiel noch Glas Feuer und Brot in den Schlauch. Wie viel von uns würden uns dort tun? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Schwinde aus der 4. würde sein, aber wir bis kicken, wo wir mal
wat kriegen om dat uitmerken. En dat is eigenlijk waar we op opwerken zijn. We feilen ook uit dat we in trouble zijn, maar we wachten. We worden nog zelfs, ik word nog zelfs, ik kan nog zelfs. En we kunnen werken nog weit zelfs, maar met veel problemen. Deze vleer heeft mir ook eigenlijk twee Fehler, wat hij zich merken deed. Ein wird, hij hat nicht überlegt, wo hin will. Anders würde er design, dort, wenn du nach 300 Kilometer fehlen, wenn er wenigstens Flieger ist, was wirklich ein Plan kann, dann weiß er, dass seine Gäste niemals bei der geregt haben, alles losfliehen. Der zweite Ding wird, er wacht, weil er ganz in Trouble wird, weil alles erst in Schwierigkeiten wird. Wenn der Gast wird alle, er fängt immer leer zu kommen, er wird auch ganz leer, er hat auch wenig Rot mehr. Ich glaube, das Licht in der Grenze von dem Licht, dass seine Gäste alle wird, like, hat auch lang geplankt und Warnings gegeben. Hey, du wirst mal was tun, nicht? Aber er wird noch hier, noch wird alles gut, noch kann ich selbst tun. Aber was ist ganz in eng wird, dann auf einmal, dann raubt er einmal noch an, und dann auf einmal, dann will er noch gehalten sein. Aber wie viel Ruhe kann er von den Tore am geben, at dem Moment? Wenn er weit auf wird, und 1 Kilometer hoch. So, da wird nicht viel am halten. Und das ist, wo wir merken, selbst an Schwierigkeiten. Gott weiß sich mit allen Dingen. Er weiß sich mit allen Umständen, wo wir sind. Aber was ich will rüberbringen, ist, dass vielmal wach wie, was auf das ganz Letzte, dass wir viel Schwierigkeiten leiden machen, viel Probleme durchkommen machen, mit uns selbst oder vielleicht mit der anderen Person, wo wir mit taub sind und so weiter. Dass wir warten, was auf den ganz Letzte, wo wir nicht mehr weiten, wo wir gleich haben wollen mit dort. Mir hat wieder nehmen an seinen Aufschnitt lesen, wo wir fangen in Römer Kapitel 8. Das ist dort durch 26 und 27. Und wenn ihr eine Bibel mit habt, nehmt ihr eine Bibel und lest wahrlich mit. Das sage ich, hier steht in Römer Kapitel 8, durch 26 und 27. Und Jerusalem haupte Jesus uns an unsere Schwachheit, weil wir weiten nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Aber der Jesus bet für uns mit sonnige Feuer, dort wir nicht wir dafür haben. Und heu, der uns hört und ihr seht, weit, wo der Jesus am Sein hat, weil der Jesus bet für die Heilige Dünner aus Gott dort gefällt. So wir sagen hier, der Heilige Jesus ist da, wo mit all den Gläubigen, all die Worte am Eugenommen haben, wir haben alle einen Jesus. Uns Jesus, was an uns ist, da haben Verlangen mit dieser Gemeinschaft, da haben Verlangen mit Gott, jeder Ding mitzuteilen, jeder Ding mitzuwiesen, wenn Gott auch sein wird. Aber das ist, wo wir sind. Und wir sollen das dort sein, aber vielmal, dann da wir diesen Jesus an uns begrenzen. Wir sagen den Limit ist, wo wir kommen können. Wir sagen, das ist, wo wir kommen. Wir lassen uns gleich mal loslassen. Und das ist aber, was Gott will haben. Wir sollen ob sein, wir sollen frei sein. Uns geht so frei sein, zum Gemeinschaft haben. Und viele denken, wir sollen das ansehen, was ich beten will, das ansehen, was ich rüberbringen. Aber weißt du was, wenn er yes sagt, das wird so ansehen sein für mich aus der Welt. Das ist ein Don't. Die wird es für Gott bringen, so dass Gott du wirklich können gefallen haben und dass die gute Dinge kann rüberkommen. Aber wenn wir fertig wollen warten bei der Höhepunkt, bei unseren Bedürfnissen, weil wir schon ein Problem sind, dann auf einmal wollen wir fertig noch. Der Heilige Jesus ist sozusagen die Ruhe oder der Streib von der Gemeinschaft. Und wenn ich das aufklamme, das ist wenn ein Schlag oder Schälen hat, und ich würde irgendwo bis Tobi, dann kommt er nicht mehr durch. Einmal, wir luten ein kleines bisschen durch, bloß dass wir abends wiederkommen. Weil wir einmal wirklich bis mal ganz ut sind. Wir wissen nicht mehr, wo wir haben wollen mit unseren Dingen. In Epheser Kapitel 6, durch 10 und wieder bei 18, du sagst die Bibel, da wollen gegen schlechte Dinge kämpfen in dieser Welt. Eigentlich, wir sind alle Tag in Gefahr, angegriffen zu werden. Eigentlich sind alle Tag in Gefahr, dass wir wollen Schwierigkeiten erleben, wenn wir die Kirchen tun. In Epheser, was du sagst, wir sollen daran denken. Und ich habe alles reingemerkt, was uns fehlen, damit wir können Pferdeweg kommen. Wenn er sagt, hier steht, lach jünd dort Geschirr ab, was Gott für jünd reinhaft, dort die bestehen können, wenn die Beise finden, jünd angreifen will. Und das wirkliche Antwort für all diese Dinge, dort ist, wenn wir ein Gebet sind. Dort ist, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott.
Dort ist, wenn wir all unsere Bedürfnisse, wenn wir immer wie kommen, dass wir wollen reit sein, und die wollen feilen, die wollen morgen, und dort wollen wir Gott bringen. Und wenn wir kicken dann auf ein von, die wies uns, was wir alles brauchen, und zum diesen Kampf überwinden, und auf ein sagt er, aber all das hat eine Antwort so zu sein. Omdat du erfolgreich wirst sein, und all diese Dinge ist ein Ding. Und er sagt in den 18. Vers, und das hat alles an Jebät, und bet Gott help. Bet immer, wenn der Jäschen durch den Mund, blieb wacker und jef nicht. Nur mit beten, bet für alle, die an Gott sein Volk regieren. So hier sagt er dort, hier sagt er, weißt du was, die haben nicht bloß gegen irgendwo zu kämpfen, wenn wir gucken in den 12. Vers, wir haben nicht nur gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen gewaltige Weise Geister, die von der Himmelswelt ut mit Gewalt Herrschaften von der Distre, die über diese Welt herrschen. So wir sagen doch, wir haben nicht bloß jeden, wo wir selbst sind, eigentlich. Wir haben nicht bloß jeden, wo du bist, oder jeden unseren Nachbar, was immer. Du hast eine gewaltige Geisterwelt, wo uns Tag und Nacht angreifen will. Und dann hast du eine ganze Streit, wenn du diese Dinge hast, das sind die Dinge, die du kannst brauchen, um die aufwehren, um die beschützen. Aber man, all das haben, ohne Gebet, ist nutzlos. Das ist, was er sagt. Wenn er sagt, das tut aber alle ein Gebet. Und bet immer, wenn der Jäschen durch den Mund hat. So, wenn uns Jesus sagt, weißt du, dieses Beten, das ist so, wenn ich da nicht tue, das ist das Plänfliehen. Das ist auch lang, das sind Wiese, die wird auch ganz uing, das Licht wird all die Planken handlewig, dort sind die Gas wird all, aber na, ist ja noch hoch, alla jewo. Dort ist, wenn uns Jesus kriegt so, und er sagt, weißt du was, nicht Zeit zum Beten, du wirst angegriffen, du bist in Schwierigkeit. Na ist alles gut. Nach jetzt schein. Nach schafft es. Dann auf einmal sehen wir ein großes Problem, dann auf einmal, und all diese Not, und all diese Bedürfnisse, dann auf einmal, wenn wir viel Schwierigkeiten erleben haben, oder ein großes Problem sind, dann auf einmal, dann wollen wir erstmal nach Gott gehen und am Rot fragen. So, das ist nicht, wo das soll sein. Wir sollen unseren Jesus, wir sollen horchen nur den. Wir sollen aufmerksam sein, nur den, dass wir morgen, wann für die große Not du ist. Für uns Pläne, die Gas alle ist. Für wir ganz ung sind, für wir leicht sind, für wir Trouble erlebt haben. Weil sie haben uns gegeben, was uns fehlen wird. Aber wenn wir horchen, wir nicht aufmerksam sind, als wo wir vielmal an die großen Schwierigkeiten geraten und vielmal ein Problem sein. Einmal haben wir gleich gehorcht in Jesus. Wir haben gleich überlegt. Wir haben keine Route gefragt, für wir deuten. Das ist das Plänfliehen. Ich glaube, wenn er selbst dann nicht die Fliehen nicht gewusst hat, aber wenn er wem hat eine Route gefragt, dann wenn ihr sagt, weißt du was, der Plan wird niemand bei dir merken. Du wirst machen, was anderes tun. Das ist das alte Ding. Vielmal wie Frauen nicht mal eine Route. Wir wollen alles nur ans eine Gedei, ans eine Gefallen, ans eine Gedanken. Nur weil wir gehen. Der Heilige Jesus vermont uns all, der sagt, hey, weißt du was, der wird nicht schaffen. Aber no, ich werde das kennen, ich werde das merken, der wird noch schaffen. Und wir gehen bloß, weil wir viel Schwierigkeiten und viel Probleme merken dann. Und so soll ich sagen, da würde keiner hier sein, wird wirklich am Stell sitzen bleiben, wenn da auf einmal hastig 4 wird, und Alarm ging an, dass er wird unrecht wird. Allergleich wird wie plötzlich sein, wo ich habe, was tun. Und das ist, was der Heilige Jesus ist. Das ist an uns Leben. Heuer ist das, was uns ermuntert. Das ist das, was uns sein. Unser Geist, das ist in uns Band für eine Ursache. Und wenn wir nur den nicht wollen hören, dort ist, wo wir an Schwierigkeiten geraten. So ein Ding ist, wo wir fertig mit Trouble haben, ist, dass wir wollen warten, weil wir wirklich ein Notdurf sind. Weil wir ein großer Trouble sind. Das andere Ding ist, wo wir gleich fertig mit einem Trouble kommen, ist, dass wir fangen an, auswendig unsere Gebete und unsere Gedanken zu sein. Ohne wieder überdenken, was wir wirklich sein. Ich denke an das eigene Schule wird. Du wirst ein Teilgebete, wo wir müssen auswendig lernen. Wo wir bloß sehen. Keiner erklärt uns, keiner sieht uns, was er wird. Keine Meinung dahinter. Da wir bloß wir sehen ab, und wir lernen. Wir können mehr auswendig sein, aber keinmal, dass du musst still gehauen wird und erstmal überdenken, was ist das? Die Gebete werden gleich schlecht.
Da werden gleich das Praste Jebät werden, aber da wird kein Werte hängen. Da wird alles auswendig, alles bis durchhand gesagt. Und dann brauchen wir immer besser zu merken. Da von ein Tag, wo die Schulbesuch kommt, da wieder wurden perfektamente, ganz korrekt absagen können, ohne Fehler zu merken. Wir würden alle Punkte und alle Dinge, alle korrekt holen, auf der rechten Stelle, lang genug und alles. Du wirst sein, nur gecheckt. Aber du wirst niemals nur gecheckt, um sein, haben die gemacht, was die beten deuten. Erst du dort zum Hort gegangen. Erst dort an den Säulen angekommen, dass du nicht nach Haupt was sein. No, da wird bloß ein auswendig durchsagen, was wir deuten. Und dort Haupt ans nicht. Da hat kein Nutzen, wenn wir darüber sagen dürfen. Und wenn wir wirklich darüber nur denken dürfen. Gott könnte gleich nicht morgen gefallen anhaben. Wir serviert für Menschen ein uiterlich ein gutes Ding. Und ich denke für wenn der Herr Jesus erst gewusst, wo das sie geschoben, wo das sie gedreckt, als ich fertig mit gefällt habe, und so stehen noch da, wo so passieren wird. Der zweite Ding ist, wo ich denke, wo wir viel mehr gerade so anfangen passiert, der ist an unseren Tag tägliche Gebet, was wir uns angewandt haben, morgens, so aus, wenn wir schlucken gehen, vielleicht beim Eten, der Vater unser. Wer von uns denkt noch mal wirklich, wenn dort beten hat, wenn die dort beten ist? Sehne Vater, und so wieder. Wir haben uns das so angewandt. Das ist, was wir tun. Das ist, wer wir sind. Und wir beten dort um wirklich zu denken, zu wem rede ich, wenn ich sage, unser Vater, mein Vater an den Himmel. Können wir vielleicht das andere Gebet, das ist auch ein Ding, was tüß in der Hammer fertig wird, das wurde angelehrt, aber niemand den Grund dahinter, was dort wirklich bedienen wird. Was du wirklich beten ist. Das sind Utwände, und das sind die Gebete, die abgeschrieben sind, so, das sind gute Dinge. Und die sind fertig so utwendig, so glücklich, so ever, was das kein Grund geboten ist. Und du kannst Gott kein Gefallen haben. Und uns Jesus, was an uns ist, der ermutigt uns gleich viel mehr ever. Und wie so, wenn wir nicht, dann fehlt gleich mit uns irgendwo mal zu ihr Segen sein, dass wir das mal feiern dann, wenn hier der 18er Fall, der sagt ganz klar, bet immer, wenn der Jesus in der Tag anmut und blieb wacker und jift nicht ab mit beten. Das ist eine Wackerheit. Wir sollen aufmerksam sein. Und wir sollen das machen, wenn der Jesus uns ermuntert. Nicht bloß morgens, nicht bloß ab Mittag, nicht bloß ab Fastbar, nicht bloß ab Umgas, nicht bloß zu uns. Wenn das sind meist immer durch die Dinge, wo wir anfangen, glücklich zu werden. Wo wir anfangen, auswendig die Dinge zu tun. Wo uns Hort gleich dabei ist. Wo uns Hort gleich hörig, was der Jesus uns sagen will. Wenn der Jesus ist da, wo wir sollen diese Gemeinschaft haben, der Jesus ist da, wo nur Gott geht. Das ist da, wo das Gebet für Gott bringt, sodass Gott kann in Gefallen haben, über eine schwache Person, das was ich und du sind, hier in das Leben. Und da steigt durch den Helden Jesus nicht. Und unser Fleisch ist schwach. Wenn Jesus sagt, was er in Gordon ist, wo er beten geht, dass die Jünger du sind, dann sagt er ganz klar, er sagt, seid wacker im Bett, und bei der Fleisch ist wahrlich über der Jesus. Ich meine, Jesus ist wahrlich über der Fleisch, das ist nicht so wahrlich viel mehr zu tun. Wir haben eine Stelle, wo Jesus kriegt, so ein Ding aus der Reden, der wenn glücklich beten, glücklich, wo wir reden, wo ich keinen Grund abhaft. Und dort würde ich gleich, wie wir in Matthäus Kapitel 6 in 7 lesen. Kapitel 6, Vers 7. Du sagst es das, und wenn die beten, red nicht so viel, lade wird, aus der Falke down, die meinen, sie wollen die Hirt, wenn sie viel wird brauchen. Weißt du was? Das ist, was viel mit uns passieren wird. Wir reden viel, wir beten vielleicht viel, aber wenn uns hört, nicht horchen, der hat nur den Yes, was er will haben, wo wir sollen verbeten, was dann unsere Bedürfnisse sind. Das sind Ladje, unnutzbare wird, wo Gott nicht in Gefallen und Haft. Also wie man aufmerksam sein, wie nicht auswendig beten, bis was uns Gedanken, was wir uns wollen, was uns Gedanken ist, vielleicht filmen und so weiter und so weiter. Und dann verstehen, in denselben Kapitel, du sagst Jesus, aber ihm sagt der Kirche, das sind Dinge, du sollst die Gewicht mal ableihen. Das sollen Dinge sein, das soll dir mal wichtig sein. Er sagt das und verstehen, du wen sollen die so beten, uns Vater in den Himmel,
Die Naam soll heilig gehouden worden. Laat dien recht komen. Laat dien Willen op ihr gedaan worden, gerut so aus dem Himmel. Und so jetzt er wieder, aber auf einmal, hier steht der junge Frau auf einer Stelle, die wird er beten lernen, und dann hat er diese Dinge. Und was er jemand will rüberbringen, sagt, hier muss man mit so einem Teil ladje annutzbare Dinge reden, und dann dort muss wirklich unter hinterlein, und denkt muss einfach nur, was die beten tun. Dort eigentlich, die reden zu den himmlischen Vater. Die reden zu denen, die was jünt geschaffen haben. Die reden zu denen, die jünt den Jes gegeben haben. Die reden zu denen, die jünt den Jes gegeben haben, was jünt ermohnt wird. Die jünt Kraft geben hat. Den Gott von aller Schöpfung. Je reden zu denen. Und wenn ihr zu denen reden, dann soll ihr auch aufmerksam sein. Die sollen Gewicht ablegen, was die beten tun. Wir sollen nicht bloß gleichgültig sein mit unseren Gebeten, bloß daheim reden. Wir sollen wirklich mal uns dahin legen und checken, was sagt der Jesus, wenn wir beten tun. Dort ist auch, was Paulus sagen hat in der Epheser. Mit all unseren Kämpfen, all unseren Schwierigkeiten, wo wir viel am Beten sind. Horch mal. Seid mal aufmerksam. Wenn der Heilige Geist unter der Mund hat, und dass die dann wirklich zu wollen und denken, was wir beten und was unsere Gebete wirklich sind. Das ist ein Ding auch, wenn viel mehr unsere Gebete gar nicht beantwortet worden. Wie beten willst, wir haben niemals wirklich einfach nur gedacht, was ich wirklich beten will. Oder sind vielleicht mal gleich aufmerksam. Der Heilige Geist sagt uns ein Ding, und ich frage nur das andere Ding. Paulus hat ein Ziel. Er will nur diese Stadt gehen predigen. Aber der Jesus sagt, no, ich will haben, so das wohin gehen. Wenn Paulus bloß auf sein eigenen Gebet, auf sein eigenen Gefallen gehen wird, dann wird er ganz anders heimgehen, als wo der Jesus am will. Und das ist einzige Mal mit uns Christ so. Wir sind so selbstständig, wo wir können sein, oder so mit unseren eigenen Gefallen, da wir bis auswendig an unseren eigenen Gedanken gehen, an unsere eigenen Gefallen, wenn wir beten. Und einmal nehmen wir durch Antworten rüt, und die roten Schwierigkeiten an, aber Jesus sagt, das soll nicht so dort sein. Wir sollen wirklich mal deib unsere Gefallen, wirklich mal unseren Jesus mal rüt lassen. Wenn das was Gott uns gegeben hat, den hat er uns nicht bloß gegeben, dass er bis an uns soll sein. Der hat uns gegeben für eine Ursache, dass er Gemeinschaft haben mit uns. Und wenn wir den Schlag einmal aufklammern, dass er gut ein bisschen Handreh am Dull kann, das ist nicht sein Will. Er will haben so ganz voll am Gehen sein. Und du brauchst dort eine Gemeinschaft mit ihm. Und lernen wirklich sein, was sein Verlangen ist, wie morgen, wenn der Jesus uns Mund hat, und wo der uns Mund hat. Dass wir nicht so sind, dass wir bis auswendig beten oder unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Gefühle. Horch nur dort, wo der Jesus will haben, und horch und sehr aufmerksam und sehr gefaltsam auf den Jesus, was du hast. Dort ist, was er will haben. Dort unbedenklich ist, was unsere Gebete vielmal hindern hat, als Hass. Das sind zwei Dinge von Gleichgültigkeit, das sind zwei extreme Dinge, wo wir uns bekennen können, wo wir Menschen viel mit Trouble sind. Eins ist bloß, wenn wir schon notdürf sind, und das andere ist bloß auswendig. Das sind zwei Dinge, die bloß mit uns zu tun haben, wo der Viertel schwach wird. Aber ich glaube, das sind andere Dinge, wo wir nu nächste Woche nicht kicken, dort hat viel zu tun mit anderen Personen oder vielmal mit uns, und das ist Hass. Vielmal drehen wir uns mit Hass ran, und wenn du Hass hier so zwischen ist, du kommst nicht viel vorbei. Da macht auch geschmollen im Stich. Und ich las eine andere Geschichte von einem Lehrer, der hat Studenten, und er war heuer sag ich weiß nicht, wer das ist. Er war an, dass du man Kinder, die Studenten wird viel Hass haben, viel Trouble, viel, dass sie sich einen anderen bis der Albios würden wollen geben. Und sie denken mit eben nun, auf einmal sagt sie zu den Kindern, dass sie sollen für jede Person, was sie nicht gleichen tun, eine Edschaft mitbringen. Für jeder einen. Jeder einer, wenn du wem hast, was du nicht gleichen ist, du eine Woffe Personen sind, das einen Lösch nennen, so viel Edschaft. Einer braucht eine mit, der andere braucht zwei mit, der andere drei, der andere noch mit 5. Und dann kämen sie montags dort in der Schule und sagt der Lehrer so, diese Edschatten soll die von reingehen zu Werkmaterial, wo immer ihr hingehen. Wo immer ihr sind. Und die fangen an, verdrießlich zu werden, aber wie weiten, würde man die Edschatten können geluten haben über die. Die verfühlen, die stinken, und sie mussten nicht Material. Und ab einem von all das, ab einmal, dann kriegte der Lehrer, der dann auf einen Weg trägt und fragte, wo ging das? Die wären alle nicht sehr schaftig mit der Sache.
Sie haben uns alle nicht gleich, denn warum nicht? Na, bei der Erdschaltung, dort einmal Material wird einmal gleich, eine zweite Ding, erst der Funk und zu stinken. Dort wird nicht angenehm mehr, manche Menschen zu kommen und so weiter. Weißt du, wenn wir Hass in unserem Leben haben, wenn du rumgehen mit Hass in unserem Leben, gegen unseren Nächsten, gegen andere Personen, vielleicht uns selbst, nicht vergeben können, wie hassen uns selbst und so weiter, dort ist eigentlich dasselbe Ding. Unser Leben wird stinkrig. Die Menschen wollen nicht so reich mit uns Gemeinschaft haben. Aber weißt du was, das ist noch ein anderes Ding. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann ist uns Körper erst der Tempel von den Heiligen Jesus. Und wenn du so eine stinkige Dinge sind, ich glaube nicht, dass es sehr möglich ist, für den Heiligen Jesus zu wohnen. Nicht? Wenn in uns Leben Hass, Hut und all so eine verschiedene Dinge sind, umgehen das. Dort ist Krieg, so ist ein stinkige Geruch zwischen uns und Gott. Der Heilige Jesus hat schon nicht sehr gute Dinge für Gott zu bringen, in dem Moment, nicht? Alles, was in den Körper kommt, ich gleich eine Person nicht, ich gleich den nicht, ich gleich hier nicht und ich gleich dort nicht. Dort ist, was unsere Einstellung ist. Negativ Worte. Und wir beklären uns dann bloß zu Gott, bloß über negative Dinge. In Wahrheit, der Heilige Jesus hat keinen Raum, zu sein. Da muss man mit dem Ding schaffen oder mit dem Ding. Die sporen die vielleicht auch ab 100 Wege an. Handel mit dem Ding mal. Go mal bloß für jede Person. Lot bloß mal los. Hen Thiessen, no. Hen Friesen hat ja statt die drei über, kriegt das ganze Ding über vergeben und so weiter. Und unvergeben ist Hass. Hut haben wir eine Person. Und wir lernen haben wir die Person, die kommen, dort, der Erdschalten muss an unsere Löschung nehmen. Aber da bist du, der die Erdschalten angetan hat. Da bist du, der diese verfühlte Erdschalten mitreicht. In dein Leben stinkrig merken das. Das ist nicht so sehr die andere Person. Wir müssen das mal lernen, loslassen, wir müssen mal lernen, vergeben. Das mal das übergeben nur Gott. In 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 8 sagt, redet, wo die Gemeindelehrer würden vielleicht sagen, sein, oder zu der Gemeinde durch, und er sagt, wir sollen Helge hängen abheben. In 1. Timotheus, sorry, es liegt 2. Timotheus, aber 1. Timotheus 2, Vers 8. Er sagt, was ich nun haben will, als dort jemand liegt, wo immer je sind, beten, und sie sollen Helge hängen abheben, kann nicht Betternis oder Zweifel an Hort haben. Das ist, was Gott von uns verlangt hat. Nicht bloß, hier redet Dollar zu machen, aber das, was er an großen Ganzen, denn jeder einzelne Christ, als Frühmensch oder Mannsmensch, heute haben wir sollen können Helge hängen abheben. Du sollst nicht diese Betternis und diesen Zweifel an unserem Hort sein. Wir uns dort schlitter Tau von wirklich eine gute Gemeinschaft haben, von wirklich eine gute Verbindnis haben mit Gott. Die Ermahnung von den Heiligen Jesus wird schwacher und schwacher und weniger. Wir luden mehr Betternis ab, wir luden mehr Zweifel ab, als Gott mir überhaupt hier und da, dass er überhaupt noch nicht mehr horchen hat. Bloß wenn wir haben wir diese Betternis über eine Person. Und wir fragen uns, Gott, warum antwortest du mir nicht? Warum sagst du nicht? Und weißt du was? Das Betternis. Spät, Hut, Zweifel. Vielmal in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Aber das, von dir, was wir kicken, wird Hindernisse sind von unserer wirklichen engen Gemeinschaft mit Gott. Unsere Gebete, wo wir mit Beten tun, oder wo wir mit Handeln tun, da wir vielmal so feiern, dass du nicht eine Antwort für hast. Und da wir mal checken tun, wo das wirklich ist. Habe ich verfühlte Entscheidungen in meinem Leben? Habe ich Betternis in meinem Leben? Das ist der Zweifel über verschiedene Dinge. Da wir die Dinge in Stich tun und wieder tun, dass der Herr Jesus wirklich mal uns ermahnen kann und uns kann wiesen und dass wir können aufmerksam sein an was er für uns hat und was er für uns will. Und das vierte und das letzte Ding ist, Gebet, wenn du Sinn ist. Und Sinn in unserem Leben ist. Wenn Sinn zwischen Mensch ist oder zwischen mir und Gott, das ist dasselbe Ding, dann kann Gott nicht wirklich nur unsere Gebete horchen. Ich glaube, das ist dann ein Gebet, wo Gott nur lernt hat. Und das ist, dass wir mal ankommen und mal bekennen, mal abreden.
Und solange was das Sinn du hast, solange was das Ding du hast, von was einmal angegangen hast, vielleicht mit meinen Nächsten, die Nächste haben uns irgendwo, sind uns endlich sagen, wenn andere kommen, du hast diese Sinn zwischen uns, Henry, hat davon geredet, wir haben andere Botschaften geholt, krieg über Sinn, was Sinn wirklich das in unserem Leben. Ein Sinn traumt, das soll wir von Anfang an in der Welt. Als Adam und Eva gesinnig haben, und die plötzlich eine Trennung. In selben Moment wird der Mensch von dieser engen Gemeinschaft mit Gott getrennt. Sinn zwischen einer Person und einer anderen Person ist eine Trennung. Wir können nicht mehr eine gute Gemeinschaft haben. Wir können nicht mehr vertrauen, das gute Freund. Unsere, wenn wir an Jesus an uns haben, und du aber sind zwischen mir und dir ist, unsere Jesus, der an uns sind, als Jesus das Leben, der wird fair und warum vertrauen. Und bei meinen Fleisch und meinen Sinnen sage ich, nee. No. Ich kann mit dieser Person nicht reden. Ich kann nicht Jesus sagen, riem doch mal ab und gut vertrauen mit der Person. Vergib dir mal eurem Unter. Aber no. Ich blieb nach dieser Sinn und ich raub Gott an, warum gehe ich das da, warum passiert mir das, warum wird mir gern. Und ich verjährt mal zu gucken, wo mein Hort steht. Der Jesus Mond fährt, aber ich höre nur den, ich bin stammt geworden, jenen Helden Jesus, wen du Sinn in mein Leben hast. Vielleicht jene nächste Person oder was immer. Da kann ich unter Hass gehen, aber Hass ist ein Ding, ich kann die hassen für was ich gehört habe von dir, oder wo ich die sein da, oder der andere Person, oder was immer das ist. Aber Sinn ist, wo wir wirklich bis wir uns dann gehen. Ewig kommen wir an einen Schlag tun, einer zum anderen. Denn wir können auch persönlich allein irgendwo was sein, in den Sinn getan haben, gegen Gott. Und ich glaube, wir müssen noch mal bei diesem Punkt kommen, wo David wird. In Psalm 139, 23 und 24. Weil wir mal haben, Blätter 139. Du sagst, Gott, sei einmal, wo du mit mir steht. Und ihr seht mein Hort. Prüf mich aus und sei, wo ich dort mein. Und sei einmal, ob ich auf den bösen Weg sehe und lad mich auf den ewigen Weg. Sind in die Reut, muss wirklich zu Gott ausrufen sein, komm mal an mein Hort an. Und ihr seht doch mal ganz gut. Und sei mir mal, was du ordentlich ist. Sei mir mal, was du beim Angehen das. Sei mir mal, was du beim Passieren das. Check einmal, wo ich dort mein. Habe ich einmal rechte Gedanken und dann habe ich einmal verbessert über eine Person oder habe ich Sinn gegen eine andere Person. Check einmal, sind ich noch auf diesen Reich der Wahrheit oder wo stehe ich mit meinem Leben? Sind ich in die Reich nochmal das dort zu tun, wenn wir bis mal einfach so feiern, dass die Jebät kommen, noch nicht haben. Sei wir mal wirklich heute mal ins Wort mal aufmerken und sagen, Gott, komm bloß mal lernen und da du mal stolz sie beim Arbeiten. Du hast mal ganz für voll Kontrolle über mein Wort, über mein Leben, über meine Gedanken, über wer ich sehe. Sei wir noch mal heute bloß mal stillhalten und bloß mal sagen, Gott, hier sehe ich. Nicht arbeiten mal Dinge durch. Erforsch mich mal. Ich glaube, du tust auch eins mal rein, aber wenn du dann nicht bei dem Punkt kommst, wo der Herr Jesus dann sagt, hier ist der Trouble. Sei wir rein, dann auch nur dort zu horchen. Sei wir aufmerksam. Weil wir haben Gott gesagt, Gott, und ihr seht mich mal. Erforscht mein Wort mal. Geh mal meine Gedanken durch. Geh mal meine Gefühle durch. Geh mein ganzes Leben einfach bloß mal durch und sei, wo man mich steht. Sei wir dann rein, wirklich, wenn der Herr Jesus einmal ankommt, hier Mond und sagt, hier ist ein Ding. Hier fehlt mir zu handeln. Hier ist ein Ding, dieses Mal über das Ding beten. Hier ist ein Ding, dieses das Ding mal tragstellen. Nach dem Bruder hat man vielleicht mit Gott oder was immer. Sei wir rein, dort unternehmen. Oder sei wie nachher war, aber es ist ja ein Planflieger. Der sieht dort alle Gases alle, der sieht dort Licht erst an. Oder vielleicht kann ich sagen, von uns fertig, das ist immer das Licht, aber immer jetzt einmal, also check Engine, Licht an. Na, nach Jahre, da geh wohl tranquilo. Und auf einmal hast du dich dann selber in Schwierigkeiten. Sei wie, rei dann, wenn wir sagen, das wenn wir würden Mechaniker fahren und uns fertig mal nur sein, Leuten oder einmal, der würde sagen, das und diese Dinge sind alle artig. Na, weißt du was, da habt ihr hier gefahren, plau den Computer aus, okay, wo ich will selbst fahren. Oder soll wir wirklich dann Reiter und Mechaniker fragen, okay, was sind die Dinge, die man mir fertig artig ist? Und dann die Dinge mit der Handeln abzufixen und über sie zu schaffen, fertig zu machen. Ich glaube, das wird wir auch nicht so leicht, nicht? Nur Mechaniker fahren und betonen, dem wird nur sein, na, wenn der Schrott neu sein, und wird sagen, weißt du was, du wirst nach 2-3 Kilometer fahren, dann ist das Ding fertig kaputt. Da wir dann würden Foot fahren in Augusto. Nein, ich glaube nicht. Und so soll wir sein mit uns leben. Der Held, wenn wir den Helden Jesus durch Gott
sein, auf einmal kommen an mein Leben an und da mal all diese Lichter, die da sind, all die Dinge, die Schwierigkeiten, die an mein Leben sind, kommen und ihr seht dem mal. Und dann, wenn der Heilige Geist fängt zu sagen, hier ist ein Ding, hier ist ein Ding, hier ist ein Ding, oder du hast ein Ding. Du fährst mal mit der Handeln. Sei wie reit, du nur zu horchen. Und dann mit Handeln. So ist was David, wie wir mal auf und reiten und sagen, komm mal näher an mein Leben und dann da mal einen ganzen Servicio geben von meinem Leben, wo das steht. Und ich glaube, euer Lothar und mein mal so wieder mal tun. Wenn wir sind an die vor, wir sind an dieser Welt, wo wir selbstständig werden wollen, wo wir auf einmal glauben, wir sind selbstgereut, wo wir auf einmal glauben, wir können alles an uns eine Kraft tun. Gerade dann mit was Sinn, oder wo immer das erste Wort mir selbst mit weiten, die Wort selbst mit handeln, hol das vielleicht für mich oder was immer. Und ich glaube, wir sollen noch mal bei diesem Punkt kommen, wo wir Gott sagen, komm dir mal ein Leben nennen und check, wo das mit mir steht. Wir haben einen Bibelaufschnitt an der Bibel, wo wir über das Thema, über diesen Gedanken ganz klar ein Bild haben. In Jesaja Kapitel 59, Vers 2. Wer kennt den Vers? Wer weiß, was das sagt? Und ich glaube, das ist, wo wir viel mal mit Stärken bleiben. Wo wir viel mal Krieg bei diesem Punkt kommen und wir wollen Gott die Schuld geben oder wir wollen eine andere Person die Schuld geben oder wir wollen mir selbst die Schuld geben. Wegen das Problem, was hier beschrieben ist. In Jesaja Kapitel 51, Vers 2 sagt, du hast was zwischen Jünd und Gott gekommen, was die selbst verschuldigt haben, jene Sinn haben Jünd zu gebracht, sich wachzudrehen und nicht nur Jünd zu horchen. Das ist nicht Gott seine Schuld. Das ist nicht den Nächsten seine Schuld. Das ist, was wir selbst haben getan. Wenn wir eins jemand so feiern, du bist einfach nicht mehr durchgehend. Ich glaube, dann soll wir noch mal wirklich mal Gott sein, der Psalm 39, David sein. Der komm mal an mein Hort an und dann da mal gründlich sehen. Vieles, der erste Vers, ja, uns die Antwort, eben ein anderes Ding. In Vers 1 sagt, horch einmal, dem Herrn sein Ohr ist nicht zu kort, dort er nicht raten kann. Seine Ohren sind nicht doof geworden, dort er nicht mehr hören kann. Er kann. Er kann an alle Schwierigkeiten, wo wir bein sind. Da kann einer Hermann angegeben, aber er will mal mit dem Hande, wie soll man mit durchkommen, da wieder mal anerkennen, dass ich was anderes getan habe. Dass ich einen Fehler gemerkt habe. Dass du was zwischen Armen mir, was gekommen ist, oder die nächste Person. Du hast was anderes. Das ist nicht, dass er nicht horchen will mit dir. Das ist nicht, dass er nicht Gemeinschaft haben will mit dir. Er sehnt sich. Und er verlangt nur die Gemeinschaft zu haben. Und der Heilige Geist ermuntert vielleicht fällt mir, aber das denkt, komm mal hier. Sei mal, aber wenn wir Sinn in uns Leben haben und wenn wir du nicht willst mit handeln, wird vielmal diese Verbindung mit Gott aufgemerkt. Das ist nicht, dass Gott das getan hat. Das ist nicht, dass Gott du nicht weiter kann handstellen. Sein Arm ist nicht zu kort. Und das ist nicht, dass er doof ist, dass er nicht mal hören kann. Er will hören. Aber das Ding ist, dass das was an mein Leben ist. Mein eines Problem. Mijn ene Gedanken, mijn ene Trouble mit anderen Menschen ist eigentlich das Problem. Das sind ganz klar vier Dinge, was uns hindern können und was uns hindern tun, wenn wir nicht aufmerksam sind. Eins ist, dass wir dann bloß bleiben, Gott ist bloß einer, wenn du bloß in Not bist. Bloß dann kann ich nur umgehen. Wenn ich alles ein Problem ist mit meinem Leben. Das zweite Ding ist, dass wir für bloß glücklich sind und nicht hier weg auf die Bett liegen. Das andere Ding ist, dass wir drehen Hass in unserem Leben ran. Und kann ich wirklich eine Vergebung leben und dass du dadurch nicht kann, wirklich eine Gemeinschaft sein mit Gott und mit anderen Menschen und das vierte Ding es sind. Das sind vier Dinge, wo uns Menschen von Jahr und Tag sehr hindern und viele Menschen, die mit dir begegnen oder mit dir verhandeln oder antworten, das sind Dinge, wo die mehr Probleme haben. Und ich glaube, wir sollen als gläubige Menschen wirklich mal da wegbleiben und mehr Gewichte ablegen und dass wir wirklich lernen, wo dort beten. Im nächsten Sinne auch dann, weil wir gerade kicken, was dort von Unterschied merkt, wenn diese Dinge in Stich sind. Wenn ich nicht bloß bete, wenn ein Problem ist, nicht bloß glücklich, wenn er nicht Hass ist und nicht Sinn ist. Gerade dort andere sieht, was von Unterschied dort merken wird, was von Unterschied dort merken kann in unserer Umgebung,
an der Welt nennen, mit unseren Brüdern, Schwestern am Herrn. Das ist derselbe Jesus, was an mir ist, das ist derselbe Jesus, was an dir ist. Das ist ein Jesus, ein Gott. Und wenn all das mank ist, dass all diese Verhältnisse, was der Jesus, die wollen Gemeinschaft haben, willst dort, als wir Gott ist, die wollen Gemeinschaft haben, aber wir haben all diese verschiedenen Dinge, die dort nicht passieren. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17 und 19, in der Bibel mit haben, dreht haben, weil wir dort auch schwimmen nach Eva kijken. 1. Thessalonicher Kapitel 5, 17 und 19. Sagt, halt mal beten. Und dann Vers 19 sagt, und ihr trägt den Jesus nicht. Erstlich, wir sollen alle lernen, dass wir dankbar sind, wie es Gott dort an Christus von uns verlangt. Diese Dankbarkeit ist allerweg, wenn wir das nicht haben. Und er sagt, wir sollen nicht den Jesus unterdrücken. Das Jesus, den wir in Timotheus, in Epheser Kapitel 6, Vers 18 finden, der uns ermuntert, der uns sagen, der von der Dinge artig sind. Den unterdrücken wir den Moment, wenn wir sagen, weißt du was, das ist okay. No? Ich will den ein bisschen länger hassen. Ich will diese Sinn ein bisschen länger mittrauen. Oder weißt du was, ich weiß, ich bin in Trouble, aber ich will warten. Ich weiß, ich rede bloß Glück aus, ich will haben. Der Herr Jesus, den Moment, wenn wir sagen, weißt du was, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich da will, ich weiß, was ich will. Dann unterdrücke ich den. Und er sagt, wir sollen noch nicht so stoppen. Wir sollen noch nicht so stoppen. In Epheser 4, Vers 30, haben wir einen anderen Aufschnitt, ein anderer Ding, sagt, beleidigt Gott sein Helden Jesus nicht. Will sie Jesus als Gott sein Tegen, dass er uns eignet. Die Garantie, dass er da kommt, was wir hier rückgeraten worden. Da wird uns der Tegen geben, da wird uns die Überzeugung geben von unserem Leben, zu der Zukunft, dass wir nicht hier beim Bleiben wollen. Woran würden wir den wollen unterdrücken? Woran würden wir den wollen zu sich schieben? Und das ist auch ein Ding. Ich stelle mir so vor, wir sind Kinder Gottes und der Heilige Jesus wohnt an uns. Würde sich mit feiern, wenn er mich auch lang ermuntert und sagen hat, komm mal hier, du bist in Trouble, beten wir. Und ich gehe nach meinem Weg. Oder er ermuntert mich und sagt, weißt du was, das, was du hier beten lässt, du denkst nicht immer nur. Und ich gehe nach meinem bloß und bete, dass all die denken, Eva, auswendig und was immer. Würde sich mit feiern. Oder wenn er Hass an mir ist und er sagt, komm mal hier, arbeit hier im Moment, du, das schafft nicht, das ist ich lade immer weiter, ich schreibe ihm, was das sieht, ich schreibe ihm, das sieht. Oder sind. Das sind Dinge, ich stelle mir vor, wo der Jesus, was an uns wohnt, wo er sich wirklich feiern hat über dort. Wir unterdrücken den, wir beleidigen den mit den Dingen. Und er kann nicht wirklich nur Gott kommen und dort wirklich bei Gott zusammenbringen, als was dort fehlen hat. Wir haben gar eine Verbindnis mehr mit ihm. So, liebe Geschwister, ich will dir ein bisschen tun. Wenn du bis warten wirst, weil du wirklich ein Problem hast, dann du nicht mehr. Hier ab. Und da werden immer der Jesus, die voll dieses Beten, dann frag Gott, was ist das, was du was haben, was ich soll verbeten? Wies mir mal. Und dann dort. Oder wenn ich einer sagen wird, was auswendig ist, dann muss man abhören und dann muss wirklich Weg ableiten auf Gebet. Und Gott sagen, wies du mir auch durch den Jesus, ermahn mich mal, was ist wichtig? Was ist, wo du immer besorgt bist in diesem Moment? Vielleicht ist es über mich selbst, was ich dann will sagen, vielleicht ist es über eine andere Person, vielleicht ist es über diese Gemeinde, vielleicht ist es über die Gemeinde, vielleicht ist es was immer. Oder ich einmal was wiesen. Das ist, was mir wichtig ist. Das ist, was ich will haben, wo du sagst, nur utrauben, nur mich. Oder dort, wenn du hast, also wieder, wo du sehen und sagen, Gott, komm mal in mein Leben nennen und ihr seht dort oder sind, dann wieder mit handeln kann. So, wenn wir abpassen, dass wir nicht den Jesus unterdrücken, am beleidigen, wenn er uns ermuntert, und wenn wir wirklich mal deep in unseren Gedanken, in unsere Säule, uns Jesus arbeiten lassen, wenn wir um Beten denken. Wo immer du Hand Jesus, wo immer du bist, wer immer du bist, bloß einfach, wenn wir mal wirklich den Jesus uns ermuntern lassen, und immer beten, wenn er uns anspornen in der Tau. Und nicht den Zeit schreiben, lieber Frauen, verwirrt, wenn die voll zu dir beten sollst. Und es steht auch sein, und lieber Frauen, verwirrt. Ich glaube, da würden so gleich gerade den Unterschied merken, an uns selbst, an unsere Geschwister, in einer Umgebung, und wo immer, mit der ganzen Menschheit, wenn wir du mal würden da, du würden auch ableihen,
willst der Heilige Geist als einmal vermitteln zwischen mir und Gott. Du hast nichts was anderes, was ich komme zu sehen. Das ist das Einzige, was wir haben. Das ist das Einzige, was du hast. Wer wir nur dort horchen. Lieber Mensch, Vater, wir kommen vor dir und wir danken dir in diesem Morgen. Vater, wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, dass wenn wir Menschen noch einen Sinn gefallen werden, erstlich stellen sie einen Rat haben, dass wir können rückgeraten werden, in diesen Sinn, in das Problem. Und bei den selben Titeln hat sie auch ein Verlangen, war wieder Gemeinschaft zu haben mit uns. Und du schenkst den Helden Jesus erstlich als uns, als ein Trost, als uns ein Tröster. Aber auch an all das andere Dinge, du sitzt dort, wir sind in dieser Welt, wo wir Probleme kann erfahren, Probleme sind. Aber du hast den Helden Jesus dahergestellt, dass er uns ermahnen kann, dass er uns Kontrastwesen darstellen. Vor ich bete, dass jeder einer, dass wir uns bloß einfach möchten, wirklich von den Jesus, deib und ihren Segen luten. Und da wenn der Jesus uns das ermahnt, dass wir sollen beten, dass wir wollen Frauen, was ist die Ursache? Woran und für was? Wir können verschiedene Dinge haben, Frauen und dann sein, was ist das? Und dann aber auch aufmerksam sein, Bruder. Dass wir wollen lernen, aufmerksam sein auf den Jesus. Wenn er uns ermahnt hat, für was das ist. Und dass da weiß, was in unserem Leben einen Unterschied machen. Und unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde ist, nicht bloß hier in uns, aber wo immer gläubige Menschen sind, das sind unsere Brüder und Schwestern, Bruder. Dass wir unsere Jesus möchten einfach keine enge Gemeinschaft haben, die kein Hass wird sein, wenn er nicht das Ding ist, was wir tun. Oder was immer das ist, Bruder. Oder wenn es Sinn ist, Bruder, musst du auch, dass wir möchten aufmerksam sein, wenn Jesus uns ermahnt hat, über Sinn, was unser Leben ist. Dass wir dir nicht luten für außen, für kommen, und dass wir selbst nicht mehr weiten, wo wir mit uns Leben haben wollen. Bruder, help uns, dass wir wollen aufmerksam sein darauf, was den Jesus uns anspornen hat, und ermahnt hat, und dass wir wollen die Dinge wirklich machen, die wirklich wollen sein, und die wollen feilen. Dass wir einfach bloß wollen eine enge Gemeinschaft sein mit dir. Vater, ich bete bloß um deine Leitung und deine Führung. Vater, ich bete, dass jeder einen muss sehen damit, mit einem schwachen Verständnis und never yes, was die Dinge machen. Ich bete von dir nun. Amen. Wo wir den Schluch holen, oder wo wir den Luten schälen. Und das ist eine schöne Illustration, was Herman uns zu geben. Und wir können uns noch so vorstellen, dass wenn da ein anderer Schluch ist, was der immer schälen wird. Der Schluch von der Schlachte, der Schluch von der Physik und der Schluch von der Sinn. Wir wollten alle die Geschichte vom Anfang, der Sinnen voll. Wir sind eine verdorbene Welt. So der ein Schluch, der wird immer schälen. Der wird immer sein. Der wird immer Influenz haben in uns Leben. Der wird immer Dinge abkommen. Wenn wir am Weg fahren, dann ich dann dreht uns verfähren nicht, dann wird Charakter sein. Mit vom Wutter halt mein Baum gewässert. Wo stehe ich? Und das wäre interessant, sagen wir mal, fertig wird schwinsch sein, dass die schwinsch waren, das vielleicht noch das Blatt, oder was immer. Wir dort Fuß wurden aufschwellen an der dort liegt. Wir luten durch, ich mal lang andrehen. Und dann hat man für uns bei, ich hatte diesen anderen Schlag nach wo. Dann holen wir uns die Wutter und dann der dort viel schwerer. So, wenn wir luten schälen, wenn wir uns geistlichen Garten, wo wir den wässern, wo wir dort so holen, dass der immer Frucht ist, dort, wenn du vielleicht eine Zeit kommt, wo ein Nachbar oder ein Freund kommt nach uns und sagt, hey, mir fehlt Halt, mir fehlt Ruhe, dit und ja, wo wir dann rein besorgt sind, wo dauert das, was ich diesen Mensch für Ruhe, wo wird das nicht bestehen? Aber wo wir diese Sicherheit haben, wir dort weiten, ich habe mein Leben gefällt mit den Helden, yes, ich sehe dich bei Gott gewaß, dort, wenn ich selbst im Hauptfeld, ich weiß, dass mein Garten ist voll, mein Garten hat Frucht. Und ich kann auf Vertrauen gehen mit diesem Menschen reden, Gott wird mich leiden. Ich weiß, dass diese enge Gemeinschaft, ich sehe dich bei Gott. So wie ich am Anfang sehen, ich sehe auf Gott seine Schaut, nicht? So, da wird das Gebetsleben pflegen. Und ich freue mich auch für den nächsten Weg, für was die Botschaft dann wird haben. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum will ich ihn. Er gab meinen Leben Sinn und dem ist neues Leben, darum sing ich froh von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten. Fasse seine Hand, er will dich leiten, er hat dich für alle Zeiten. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum will ich ihn.
sein, darum sing ich froh von ihm. Jesus Christus, gestern noch heute und derselbe auch in Ewigkeiten. Fasse seine Hand, er will nicht leiden, er hält dich für alle Zeiten. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum will ich Ewigkeiten. Er gab meinen Lebenssinn und jedes neues Leben, darum sing ich froh von ihm. Viola Taub. Jesus Christus, gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten. Fasse seine Hand, er will dich leiten, er hält dich für alle Zeiten. Wat je laf, Ola. Sag Gott, Dankeschön für so kraftig mitsingen. Ich höre mich für uns noch mal mit dem Singen luten. Mocht der Herr die segnen und die Schutz geben. Mocht er die mit Frieden haben und gänzlich zu dir sein. Mocht der Herr dicht bei dir bleiben und dir Erfolg und Frieden geben. Amen.